Hallo Spieler und willkommen in Deutschland. Das hier ist Level 1 deines großen Deutschabenteuers. Heute lernst du, dich vorzustellen und die erste, wichtigste Hürde zu nehmen. Bist du bereit? Also, deine Mission, falls du sie annimmst: Überleben in Deutschland. Kleines Problem, du sprichst kein Wort Deutsch und deine Energieanzeige, die steht auf Null. Okay, starten wir das Spiel. Sieht nicht gut aus, ich weiß. Deine Energie ist komplett leer. Aber hey, keine Sorge. Mit jedem neuen deutschen Satz, den du lernst, laden wir die Leiste wieder auf. Unser Ziel für heute? Ganz klar, 100%. Und los geht's! Wir betreten die erste Zone, den Park. Das ist die sogenannte Du-Welt. Hier ist alles locker, alles entspannt. Der perfekte Ort, um zu lernen, wie man Freunde findet und ganz informell ins Gespräch kommt. Und schau mal, da kommt auch schon unsere erste Begegnung. Anna kommt direkt auf dich zu und sagt: Hallo, ich bin Anna. Wie heißt du? Ganz einfach und direkt, oder? Und so einfach antwortet man. Max sagt: Hi Anna, ich heiße Max. Freundlich, kurz und einfach perfekt für das erste Treffen im Park. Und jetzt pass auf, das ist interessant. Sowohl ich bin als auch ich heiße sind absolut korrekt. Du kannst wirklich beides benutzen, es bedeutet genau dasselbe. Und merk dir, unter Freunden und jungen Leuten benutzt man immer das informelle Du. So, und hier kommt schon die erste wichtige Spielmechanik. Eine ganz simple Grammatikregel. Wenn du über dich sprichst, also ich, endet das Verb fast immer auf E. Ich heiße. Wenn du aber jemanden mit du ansprichst, endet das Verb auf ST. Du heißt. Das ist ein absolutes Kernprinzip im Spiel. Okay, genug geredet. Jetzt bist du dran. Wir starten den Trainingsmodus. Zeit, deine neuen Fähigkeiten mal richtig zu testen. So, Anna stellt dir die Frage nochmal. Deine Aufgabe: Antworte jetzt laut für Max. Sag: Ich heiße und dann deinen eigenen Namen. Na, bereit? Los geht's. Sprich es jetzt aus. Fantastisch! Training erfolgreich abgeschlossen. Und sieh dir das an, das hat uns schon einen riesigen Schub gegeben. Deine Energie ist auf 50% aufgeladen. Weiter so! Zeit für die nächste, etwas schwierigere Zone. Willkommen im Büro. Das hier ist die Sie-Welt. Und hier, da gelten ganz andere Regeln. Die Sprache ist formell, höflich und professionell. Hör mal genau hin, was hier anders ist. Max sagt nicht Hallo, sondern Guten Tag. Und er benutzt Mein Name ist, was viel offizieller klingt. Achte auch darauf, wie sein Chef, Herr Müller, ihm ebenfalls ganz formell antwortet. Also, der alles entscheidende Punkt ist der Unterschied zwischen du und sie. Du nimmst du für Freunde und Familie. Sie für Fremde im Beruf oder für ältere Personen. Und jetzt kommt eine Regel, die du wirklich nie vergessen darfst. Das höfliche Sie wird immer groß geschrieben. Immer. Und hier kommt direkt die nächste Grammatikregel für deine Sammlung. Bei der formellen Anrede Sie endet das Verb fast immer auf N. Also nicht wie heißt sie, sondern wie heißen sie. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Perfekt. Bevor wir jetzt aber zum Endgegner kommen, gibt's noch eine kleine Nebenmission, eine Sidequest. Manchmal versteht man einen Namen nicht sofort. Und genau dafür brauchst du ein wichtiges Werkzeug: die Frage nach der Schreibweise. Und dieses Werkzeug lautet: Wie schreibt man das? Das ist eine super nützliche Frage, wenn ein Name kompliziert ist oder du ihn aufschreiben musst. Und das Beste, die kannst du sowohl in der Du- als auch in der Sie-Welt benutzen. Aber Vorsicht! Einige Buchstaben sind eine echte Falle für Anfänger, weil sie ganz anders ausgesprochen werden als im Englischen zum Beispiel. Pass besonders auf bei J, V, W, Y und Z. Prägt dir ihre deutsche Aussprache ganz genau ein. Okay, Spieler, es ist soweit. Du hast trainiert, du hast die Regeln gelernt. Jetzt kommt der finale Test, der alles entscheidet. Der Endgegner. Der Höflichkeitstest. Stell dir die Situation vor. Du triffst eine ältere Dame auf der Straße. Wie fragst du höflich nach ihrem Namen? Ist es A: Wie heißt du? Oder B: Wie heißen Sie? Du hast genau 3 Sekunden. Und die richtige Antwort ist natürlich B. Bei einer älteren, fremden Person ist die formelle Anrede Sie immer die richtige Wahl. Höflichkeit siegt. Herzlichen Glückwunsch, Level up! Und jetzt schau dir das an. Deine Energie ist auf 100%.
voll aufgeladen und bereit für Deutschland. Das ist ein fantastisches Gefühl, oder? Du hast es geschafft. Level 1 ist damit abgeschlossen. Aber was wäre ein Sieg ohne Belohnung? Hier ist deine Beute, dein persönlicher Loot. Das sind die wichtigsten Sätze, die du heute freigeschaltet hast. Das hier ist dein Inventar. Diese Sätze sind deine neuen Werkzeuge. Und hier ein Profi-Tipp von mir. Mach am besten jetzt einen Screenshot davon. Sieh es als deine persönliche Checkliste für den Alltag in Deutschland. Und zum Schluss kommt deine erste Hausaufgabe. Stell dich doch mal in den Kommentaren vor. Schreib einfach, ich heiße und deinen Namen. Denn Übung macht ja bekanntlich den Meister. Großartige Arbeit heute. Wir sehen uns in Level 2. Tschüss!